In Doronsee bekommst du nur eins, einen Platz auf die Steinbänke, ohne nichts, nicht Wasser, nicht Toiletten, nicht nix, 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 bis am Morgen, die ganze Nacht. Am Morgen, und ich habe das Dokument, steht deutlich, ja, Transportnummer so und so, 31, 11. September 42, 8:55 Uhr ist der Zug von Doronsee Richtung Auschwitz. Die Liste von den Leuten, von den Insassen. Meine Mutter erzählte mir, ja, wir fahren spazieren mit dem Zug und es wird sehr schön sein, obwohl sie wusste ganz genau, was der Zug bedeutet. Im Wagen waren ungefähr 80 Leute. Die Menge von so einem Wagen ist, ein Lastwagen, ist so groß wie ein halber Autobus. Das heißt, wenn in einen Autobus 40 Leute reinkommen, normalerweise in so einem Zug können vielleicht 20 Leute, aber die Deutschen haben eine andere Rechnung. Wenn in einen Bus 40 Leute reinkommen, in einen halben Bus, ja, in so einen Lastwagen, kommen 80 Leute herein. Das heißt, es ist eng. Im Wagen waren noch ein paar Kinder. Ich war 5 Jahre alt. Und was machen Kinder? Schreien, lachen, wir fahren doch spazieren. Und die Leute sind nicht so gut gelaunt, das ist klar. Und meine Mutter schreit auf mich vielmal, setzt sich nieder. Sie saß also an die Seite, über ihr war so ein kleines Fenster. Und der Wagen ist voll mit Leuten, meisten von den Leuten stehen einfach. Und der Zug fährt nicht eine Stunde, sondern 2, 3 Tage. Nach ein paar Stunden bleibt der Wagen stehen. Ich habe nachgerechnet, ungefähr nicht weit von der Stadt Metz in Nordfrankreich. Neben meiner Mutter saß ein Mädchen, 14 Jahre oder 15 Jahre oder 12 Jahre, ich weiß nicht ganz genau, Hilda war ihr Name. Und meine Mutter kannte sie von Wien, weil sie wohnte nicht weit von uns. Und das Mädchen verlangt von meiner Mutter, gib mir deine Hände, ich will zum Fenster rauf, zu sehen, zu schauen, warum wir stehen geblieben sind. Sie kommt darauf und sie sieht, Stacheldraht, aber locker. Hat das auf die Seite genommen und sagt meine Mutter, weißt du was, heb mich noch ein bisschen, ich will runterspringen. Sie hat natürlich keine Ahnung gehabt, was wird passieren, wenn sie herunterspringt. Aber sie weiß ganz genau, und meine Mutter wusste auch ganz genau, wohin der Zug fährt. Sie springt herunter. Und ich schrie zu meiner Mutter, schmeiß den Robert gleich herunter. Meine Mutter hat auf dem nicht gedacht, natürlich. Meine Mutter hatte auch keine Zeit. Ein paar Sekunden, mich runterzuwerfen, ja oder nein. Meine Mutter wirft mich runter. Ein paar Sekunden später, der Zug fährt weiter. Wir bleiben allein. 5-jähriges Kind, ein Mädchen, 14 Jahre alt. Nur als 5-jähriges Kind, ja, die Frage, warum? Warum hat sich meine Mutter runtergeworfen? Wen soll ich fragen? Die Bäume geben keine Antwort. Ja, habe ich gedacht. Meine Mutter hat ein paar Mal auf mich geschrien. Sie war sehr ärger auf mich, hat sie mich bestraft. Und wegen dem hat sie mich heruntergeworfen. Es ist sehr komisch. Aber nur nach 2,5 Jahren habe ich jemanden getroffen, der mir genau erzählt hat, das war nicht der Grund dazu. Aber in einer Minute bin ich mit meiner Mutter und plötzlich allein. Für ein Kind ist das ein Schock. Und natürlich Schweine.
In Frankreich gab eine Organisation, OSE, OSE. Es waren junge Leute, Juden, und sie haben eins gemacht, Kinder retten. Und er hat mich genommen und wir fahren von Richtung Metz die Alpen herauf, über Grenoble, zu einem Dorf, ich weiß, heißt Varon. Ich habe es nachher auch aufgeschrieben, steht es, wo ich war. Und dort kamen wir in eine Farm, bringt mich herein, Kühlstall, am Boden nur Stroh, und er nimmt das Stroh ein bisschen auf die Seite, öffnete eine Tür und ich sehe eine Leiter und er sagt mir einfach herunter zu gehen. Unten unter dem Stall war ein Keller. Dort waren noch 5 Kinder, also jetzt mit mir zusammen 6, macht die Türe zu und dort wurden wir versteckt worden. In einem Keller. Nicht ein Tag, nicht 10 Tage, 6 Monate. Vierter, 44. Hätte ich das erzählt, kann man nicht glauben, ja. Aber ich habe es deutlich geschrieben. Um 10 Uhr in der Nacht wurden wir erwischt in einem Dorf, Foussard, ist ungefähr 10 Kilometer von Genf, neben Hohenems oder Hohenems, keine Ahnung genau, wie man das Dorf heißt. Ja, um 10 Uhr die Nacht kann man nicht anrufen. Auch in Genf ist keiner im Büro. Was macht man mit uns? Er sieht uns an, wir sitzen am Boden, weil wir waren also fitschnass. Und das Erste, was er macht, bringt uns 3 Gläser mit heißem Kakao. Das erste Mal, dass ich etwas Warmes und Süßes nehme. Nachher macht er die Zelle auf, dort waren ein paar Matratzen, gibt uns 3 Decken, wir legen uns nieder, schlafen natürlich in einer Sekunde ein.